Ich habe mir sehr viele Jahre meines Lebens weggenommen. Ich hatte unglaublich Angst davor, Leuten zu erzählen, dass ich Therapie mache. Mein Name ist Bettina, ich bin 33 Jahre alt, ich bin selbstständig im Bereich Social Media und ich bin Aktivistin für Selbstliebe und mentale Gesundheit auf Instagram. Mit Fat-Shaming habe ich schon sehr krasse Erfahrungen gemacht, als ich mit YouTube angefangen habe, weil ich habe halt so ein runderes Gesicht und die Leute haben dann gesagt, ey, du Nilpferd, und waren richtig, richtig böse in den Kommentaren und das hat mich damals so fertig gemacht. Das hat einfach so stark meine Anorexie damals getriggert. Es begann in meiner Jugend. Ich hatte abgenommen nach Liebeskummer und ich habe so krass Komplimente bekommen. Das hat mich halt so geprägt. Selbst meine damalige Frauenärztin hat mich total bestätigt in Hauptsache, sie nehmen ab, egal wie. Dementsprechend hatte ich klassische Anorexie. Anorexie dreht sich halt darum, Essen zu vermeiden. Es ist halt die Magersucht. Ich möchte in kurzer Zeit mehr abnehmen. Ich habe 3 bis 4 Mal am Tag auf der Waage gestanden. Mir hat es halt gefallen, die ganzen Komplimente und die ganzen Bestätigungen zu bekommen. Ich habe irgendwann selbst gemerkt, dass es mir nicht gut ging und dann ging es halt über in so Phasen aus Orthorexie, gesund essen, aber auf so eine zwanghafte, krasse, übertriebene Art und Weise. An meiner Schule gab es das Bulimie-Klo. Es haben Leute aus meiner Klasse um die Wette gehungert. Ich habe mir sehr viele Jahre meines Lebens weggenommen. Ich hatte halt diesen Gedanken, immer ergebnisorientierter zu sein. Und das war auch etwas, was sich über das Essen hinausgezogen hat. Ich habe vielleicht 4 oder 5 Stunden am Tag geschlafen und das war das Einzige, was ich an Freizeit hatte. Wenn ich etwas gemacht habe, habe ich es mit 110% gemacht und bin natürlich dadurch auch immer weiter ausgebrannt. Ab dann war so der Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, ich bin krank. Ich schaffe das alleine nicht. Ich brauche Hilfe. Ich hatte unglaublich Angst davor, Leuten zu erzählen, dass ich Therapie mache, weil ich nicht wusste, was kam. Und das war auch das Gefühl, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und das waren so existenzielle Ängste, die mir unglaublich Angst gemacht haben. Mein Mann ist halt wirklich die erste Beziehung auf Augenhöhe, eine Partnerschaft, was mir eben auch überhaupt ganz viel Ruhe und Kraft erst geben konnte, meinen therapeutischen Weg zu gehen. Wir unterscheiden uns zwar vom Alter und eben auch vom Figurtypen, aber auf der anderen Seite ist da einfach eine Balance und eine Partnerschaft, die uns beiden sehr, sehr gut tut und sehr viel Mehrwert gibt. Das hat mir so viel Sicherheit und so viel Stärke gegeben. Ich bewundere an Bettina das Selbstvertrauen und Selbstverständnis, mit dem sie ihr alltägliches Leben und ihren Aktivismus bestreitet. Ich finde, Bettina ist ein Vorbild, weil sie ziemlich wenig darauf gibt, was andere von ihr halten. Sie macht das, was ihr gut tut. Selbstliebe ist für mich die Beziehungsarbeit zu sich selbst. Selbstliebe heißt eben nicht nur, die schönen Wohlfühlmomente zu zeigen, zu genießen, sondern die Beziehung zu sich selbst ist wie jede andere Beziehung. Das ist nicht immer schön, aber es ist halt Arbeit. Was ich total an meinem Körper mag, sind natürlich meine Kurven. Ich finde es total schön, dass ich eine Person bin, die sehr gut diese Sanduhr-Silhouette tragen kann. Ich habe super viele Dehnungsstreifen, die sehen voll hübsch aus. Ich mag total gerne, dass ich viele Sommersprossen habe, eben nicht nur im Gesicht, sondern überall auf dem Körper verteilt. Natürlich mag ich auch mein Gesicht total gerne. Und ich finde es jetzt richtig schön, dass ich so dickes, glänzendes Haar habe, seitdem ich normal esse. Das ist richtig, richtig schön. Ich würde meinem jüngeren Ich dazu raten, dass sie sich einfach mal bewusst macht, was für eine krass talentierte Person sie ist. Sie kann so viele tolle Sachen, sie ist so krass autodidakt, sie spricht total viele Sprachen und sie denkt immer noch nicht, es ist genug. Etwas, was man von mir lernen kann, ist vor allen Dingen der Umgang mit Menschen, die dir nichts Gutes wollen, die Vorurteile haben, die dich verletzen wollen. Es ist nicht dein Problem, wenn diese Leute ein Problem mit dir haben. Mach dieses Problem nicht zu deinem Problem. Es macht mich unglaublich traurig, dass es Menschen gibt, die andere Leute beleidigen, um sich selbst besser zu fühlen. Dass es ihnen selbst irgendwie schlecht geht, dass sie deswegen andere Leute im Internet beleidigen. Das ist nicht okay. Das ist einfach Gewalt, nichts anderes. Es gibt unglaublich viele kleine Themen. Es gibt da auch richtig gute Leute, die Aufklärungsarbeit zu dem Ganzen betreiben und ich versuche es auch. Frauen und weiblich gelesene Menschen
sind in der Lage, vieles in unserer Gesellschaft zu bewegen. Und sie sollten sich nicht verstecken. Keiner von uns sollte sich verstecken.